Aushaltung machst du selbst. Genau. Praktisch, wir kümmern uns jetzt nicht, ob das langes oder kurzes Sortiment ist. Baumarten, alles? Baumarten, Alles. Fichte, Fichte kein Problem. Was ist mit mitgehenden Kiefer? Also das wäre schon super, wenn wir zumindest, was ich jetzt aber nicht als Problem sehe, also immer unsere 25, 20 Festmeter zusammenkriegen, dass es sich lohnt für den Hänger. Ja. Klar, ist kein Ja. Problem. Ladung irgendwie Ja, klar. Wenn wir natürlich dann nachher so haben, dass wir jetzt einen Großteil an Fichte, MDF-Holz haben ja, und das fallen jetzt hier 3 Kiefer mit um, dann schmeiße ich die natürlich im MDF-Kiefer mit um. ja. Völlig klar. Ja, Aber- also ich muss schon sortimentsweise Nee, absolut. Absolut. oder LKW-weise das verkaufen können. Logischerweise, ansonsten würde ich Angebote drin geben, wenn ich mit Mario gesprochen habe, logischerweise. Ja, okay. Angebote drin geben und dann Holzaushaltung würde ich übernehmen. Können wir auch Ja. gerne vorher noch mal sprechen. Gut. Aber ich mache jetzt nichts anderes wie beim Land. Ja, so ist das. Nee, dann Also- ist die Garantie. Erschließung mache ich dir, vorbereite Erschließung ich ist Thema, alles genau. Machen wir. im Zusammenhang zusammen mit der Hochschule. Sagst du, bei den Schneisensystem spielt jetzt nicht so große Rolle. Machst du Motor manuell? Ich mache alles Ich muss mir das Projekt von Laura nachschauen. Das war, glaube ich, durchschnittliche Entfernung Paula 30 Meter Ja, dabei. Wir können Ist jetzt gleich kein mal gucken, Problem. der Weg, der Es gibt einmal auch oben schon angelegte durchgeht. da Genau. hinten. Ja. Kommt Ja. vom Weg rein bis Ja, in die die Mitte. so einmal- dann Die ist so es quer geht, diese Diagonale. Genau, Und was aber es ist keine genauer erkennbar. was Ja. natürlich ganz wichtig wäre, ist, dass eine vernünftige Grenze ist Klar. zu den Nachbarbeständen. Ja. Und sagst du, die Rotfäule spielt jetzt keine Rolle? Keine. Das sortieren wir uns alles so hin. Ja, Und beim Holzaufmessen natürlich auch welche von euch dabei. Das ist alles kein Problem. Gibt doch hoch, also das ist wie beim Land. Ja. Ich mache ja nichts anderes. ja. Ja. Und wie gesagt, wichtig ist, dass ich wahrscheinlich noch mal ein paar Seilstunden schreibe. Also Muss man. mit kalkuliere. Sonst kommst du nicht. Weil nicht ansonsten, wenn ich die hier sehe, wenn wir die linke jetzt da auch noch mal weg, die ist unten aufgerissen, die wird wahrscheinlich faul sein oder rot Ja. drin. Ja. Die jage ich dann hier drin. Da kriegen wir die nie wieder raus. Ja. Okay. Können wir noch ein paar Schritte Ohne Frage. gehen, dass wir auch diese... Schutztechnisch aufpassen schon irgendwie. Na, hier muss ich jetzt nicht aufpassen, Ja. arbeitsschutztechnisch, weil ich habe einen Traktor mit der Seilwinde bei. Ah, ja, Einer okay. aus meiner Firma ist Kletterer Ja. und den schicke ich hoch und dann seilen wir das Ding zurück. Aber deswegen will ich halt ein paar Stunden. Darf ich dann noch einmal fragen, weil wir es vorhin davon hatten, hochstufen, kann der dann hochklettern oder dann... Ich lasse den oben keinen Baum abschneiden. Okay, alles klar. Gut. Also Okay. weil, wenn wir vom Hochstufen reden, reden wir ja nicht von 26 oder 30 Meter. Oben könnte ich die Krone rausmachen, aber er kann hier unten keinen Baum abschneiden. Okay. Ja, das Weil ist... der Baum, Ja. was wir abschneiden, ist höchstwahrscheinlich länger als das, was stehen bleiben soll. Ja, klar. Und der muss jetzt irgendwo aufkommen und der muss nach links oder rechts weg. Die Frage war dann Stimmt, nur, ist wenn noch bei den, Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich wenig Leute habe, deswegen versuche Ja, ja. bei den stärkeren Fällen von Rotfäule könnte man überlegen, sogar Teile im Wald zu lassen. Das ist kein Problem. Ja, das Müssen wir drüber man dann eh nicht aushalten kann später. Also Da müssen wir überlegen, wie wir das dann markieren, die irgendwie nur einmal... Dann müsste danach jemand Muss probieren man und dann, mit begleiten, den Holzeinschlag. Wenn Alex vielleicht die Bäume runter hat, dass man jetzt sagt, das möchten wir gerne, dass das hier liegen bleibt. Dann müssen Ich wir im bin ja auch Zweifel noch mal ein sowieso paar dabei. Fellstunden aufschreiben oder sowas. Ja, oder man misst das als X-Holz und wird das auch, sagen wir mal, in Kalkulation Oder so. reinkommen. Ja, Bleibt da auch. sehe ich jetzt wenig Probleme drin. Okay. Ja, Wir müssen natürlich drüber reden, es sollen ja natürlich auch Totholz und Hänger im Wald bleiben, ohne Ja. Frage. Aber ich lasse keinen von meinen Leuten dann den Baum abschneiden. Das Problem Klar. habe ich nämlich jetzt gerade mit dem Naturschutz. ja. Die haben 6 hängen lassen und in dem Gefahrenbereich haben sie mir 3 angezeigt, die ich rausnehmen. Ja, nee, das Das, nicht. Hängen Nee. lassen machen wir nicht. Das, also Nee. bloß, dass wir vorher drüber gesprochen haben, Ja. nicht im Nachhinein, dass ich da Ärger kriege. Und vom Prinzip ist das so, wenn man auch ausgezeichnet hat und du selbst schätzt, das ist zu gefährlich, dann machst du das nicht, da bleibt das stehen. Da wird keine Diskussion. Und wie gesagt, ich brauche mal so 10% Mitspracherecht bei so Sachen. Weil, Genau so. Das ja, wird- wir entscheiden wird- das halt ein bisschen anders. aber die jetzt auch schon hier so teilweise halb umgefallen sind, kommen dann mit raus, richtig? Ja. Oder? Ja, Weil das ja sind ja auf auch jeden nochmal Fall. die Gefahrenherde, die wir auch schon besprochen hatten. Also das ist auch die Gefahr, wenn wir jetzt einen Nachbarbaum fällen, der darauf fällt, oder kann ja sein, auch wenn er nicht darauf fallen soll, logischerweise, und das ist eine Gefahr, die kann ich meinen Leuten nicht Nee, aus. Werde ich auch nicht. Absolut. Ja, Ja. Hier ist vielleicht nur ein bisschen mehr Druck, sag mal, von den Menschen auf der Fläche, weil doch viele Projekte hier laufen und so, weißt du? Also deshalb Das ist ist schon auch jetzt- tatsächlich Arbeitsschutz wäre auch für unsere Leute, die nachher hier rumrennen, möchte Ja. ich auch nicht, dass denen Na, das auf den Kopf reden wir alle vom Gleichen. Dann ist Ja, okay. Und das wird jetzt hier eher eine Kahlfläche werden? Also, oder lassen wir hier... Ich auch noch nicht. Wir wollten ein paar stehen lassen Ja. gleich. Und dann tatsächlich auch erstmal gucken, was kommt. Sag mal, vor 2 Jahren standen vielleicht noch die Hälfte gesund hier. Ja. Ja. So, und das hat dann natürlich jetzt zugenommen, das Ding. Absatzmäßig ist das jetzt so, die Gelegenheit hat man nicht jeden Tag, sag mal, die abzusetzen. Das ist jetzt, sag mal, die Tatsache.
Der meine, geht super alles weg. Welche Funktion? Das ist so kleine Fläche. Ich denke, die schließe ich mit Naturverjüngung Ich locker denke auch. Und, von der Seite. Und im Zweifel wird ein bisschen nachpflanzen, aber wir wollten tatsächlich mal gucken, was passiert, wenn es aufgelockert wird. Oder ja, aber wenn jetzt hier auch im Nachhinein ein bisschen Kirsche drin gepflanzt wird, reicht das ja. Wir haben auch ganz super viel Ahorn. Ja. Das würde super Also Ahorn ist Ja, Ahorn ist überall, der wird aber irgendwie nie was. Da ist er schon 6000 Mal verbissen. Ja. Nee, klar, aber Ohne Bildkameras haben wir viel Regel. vom Wirtschaftlichen her gibt es jetzt keinen besseren Zeitpunkt, so ein Holz loszulegen. Ja, so ist das. Nee, deswegen sage ich, das ist schon gut. Wer nimmt das Sägeholz? Das entscheidet, wie gesagt, der, an den ich es verkaufe. Ja. Ja. Also ich habe auch das jetzt verkauft im letzten Jahr, also Ende letzten Jahres, das ist nach China gegangen als 11, 16 Länge. Ja. Komplett. Und habe einen Wahnsinnspreis für gekriegt. Also ich nehme meine Chefin. Die Chinesen machen Spielzeuge davon, die kommen wieder hier Genau. zurück. Das ist ökologisch. Naja, dann haben wir das wieder hier im Lande. Wir leben natürlich nicht im Auto. Ne? Also das sollte man dringend überlegen, dass man die Augen rausnehmen. Guck mal, hier sind doch ein paar gesunde Fichten. Ja. Noch. Noch. Na gut, das sind die 5%, was du gesagt hast. Die sind auch schon angebohrt, wenn man das gut ist. Na klar. Wenn wir das gleiche Jahr kriegen, Na, sind wir sie alle hatten hin. 4 Generationen, ne? Buchdrucker bei dieser Witterung. Guck mal, Tobias, da ist hier tatsächlich alte Gasse. Ah ja, Hier so, tatsächlich. quer durch. Ja. Dann wahrscheinlich war doch bei Paula unteren Teil so und oben so, aber wir mussten gucken, dass wir alles zum Weg nach unten bringen. Weil wenn man die alten nutzt, reicht es ja. Das reicht. Aber, Also wenn wir dieses Gassensystem hätten jetzt Ja. und die Grenze nicht zu weit jetzt rübergehen würde, Ja, genau. würden wir damit klarkommen. Ja. Also kommen wir damit klar, logischerweise. okay. Ja? Was heißt zu weit? Also wenn es jetzt mehr als 80 Meter in die Richtung geht, dann Nein, gar nicht. Gar nicht. Eigentlich soll es hier unten lang gehen, das die 2 zu sperren auf jeden Fall. ja. Also mir geht es eher um die Pferde. Ja, Ja. die sollen zwischen 30, also sag mal 20 bis 30 Meter das Stück Holz ziehen. Ja. Ja? Nicht, dass mit 6 Pferde kommt, mit 3 fahren. Naja, hier haben wir so typisches Beispiel, habe ich das jetzt Problem mit der Fichte angesprochen. Die Fichte ist komplett auf ganze Fläche abgänglich. Das heißt jetzt, die ist auch nicht standortgerecht hier. Das ist ein ganzer Teil von Brunnental. Das heißt, die Fichte wollen wir irgendwo dann weghaben. Ansonsten für die Fichte haben wir jetzt auch Absatz. Für trockene Fichte setzt natürlich voraus, dass die keine starke Rotfäule hat, dass die noch fest ist. Das heißt, hätte ich gesagt, vielleicht diesen Exemplar, wenn man sich das anguckt, konnte man dann sagen, dass das hier noch als trockene Fichte zu vermarkten wäre. Ansonsten, wir haben die Möglichkeit, alle Sortimente abzusetzen. Wir haben uns einig mit dem Privatunternehmer auf Kurzholz, kein Langholz. Dann wird die Technologie Vorrücken mit Pferd hier praktiziert auf die Schneise und dann mit Vorwarder bis zum Hauptweg. Die gängige Sortimente, sagen wir so 5 Meter hatten wir Fichte, weiß ich jetzt nicht, ob auch 6 Meter wurde gemacht, aber in der Regel 5 Meter. So, wenn wir uns jetzt hier diesen Horst angucken, dann hätte ich gesagt, oder ich hätte vorgeschlagen, Baumlänge oder fast doppelte Baumlänge zu Hauptweg, nehmen wir die trockene Fichte weg, wenn man damit einverstanden ist. Verkehrssicherungsgründe und so weiter. So, und der Auftrag bei der Fichte konkret lautet, alles raus, bis auf die jetzt dauerhaft markiert sind. Die konnten wir irgendwo mit dem Ring oder ja, irgendwie so eine Wellenlinie rundherum mit einer grünen Farbe oder irgendwas. vielleicht mit anderer Farbe. Genau. So wie ich Tobias verstanden habe, wo ich es auch selber sehe, wäre es nur eine Ecke, die man eigentlich lassen sollte, damit es auch in sich dann zusammenbrechen kann, dass nicht nur eine da umfällt, eine da, sondern dass wirklich so eine Art Verhau entsteht vielleicht oder so eine Zusammenbruchszone. Ach so. Und da brauchen wir nur eine von im Bereich. Ich glaube, bietet sich auch nicht so viel sonst an. Die stehen eben doch eher vereinzelt und das wäre dann da hinten. Genau, also hier ist die Sohle und dahinter ist so ein Bereich nochmal mit Fichte. Da kann man gucken, dass man die dort unangetastet lässt, auch wenn sie tot sind. Dass man da so einen Bereich, weiß ich nicht, von 20 mal 50 Metern hat, wo sie stehen bleiben kann oder 20 mal 20. Und der Rest
kommt dann wirklich weg. Bis nach oben durch. Da stehen dann Einzelne noch drin. Eine Gruppe. Die wollte Genau, wir eine haben. Gruppe, eine geschlossene Gruppe, die sonst keinen stört, die sonst keine Gefahren ausübt. Ja, okay. Gut, wenn wir das jetzt hier sehen und kommt die komplette Fichte raus, dann haben wir jetzt noch ein paar Kiefern. So, ja, die Buche, denke ich, lassen wir alle hier stehen unten. Das wäre mein Vorschlag. Und bei den Kiefern, weil viele können schon neigen dazu, Schwamm zu bilden. Wenn offensichtlich Schwamm zu sehen ist, stehen lassen. Dann haben wir Habitatbaum. Was macht der Schwamm? Also, Das zerfresst praktisch komplett von innen den Baum. aber ist das dann nicht auch gefährlich? Ist klar. Dann müssen wir jetzt hier gucken in diesen Bereich hier zum Hauptweg. Ja. Dass man vielleicht, aber ist wieder nicht so gefährlich wie bei der Fichte. Bei Fichte geht das schnell. Ja. Durch den Wind und so weiter dauert. Die vertrocknet und praktisch die wird kaputt am Stock. Aber es geht von innen nach außen, also das Äußere lebt noch eine Weile. Ne? Aber ich hätte das als Habitatbäume gelassen. Wird bei der Kiefer auch vom besseren Ende her rangehen. Also die besten versuchen zu ernten, die noch Geld bringen, die gesund sind. Deswegen habe ich wegen Alter gefragt, weil die Kiefer neigt hier, sagen wir ab 100, das sind schon vielleicht ein bisschen bessere Standorte, dazu die praktisch den Schwamm zu bilden. Ja, das heißt von Erntealter, wenn man das so zum Ausdruck bringen kann, ist die Kiefer schon Weiter dran. oben wird auch K2, also Standort ist besser. Da. So. Na gut, dann legen wir fest, wenn die Kiefer, sagen wir so, grob dick genug sind und haben noch einigermaßen gute Qualität, nehmen wir die raus. Und wenn Ja? sie vielleicht stören, wie in dem Wenn Fall die hier. Ne? stören. Ja. Genau. Ja? Und dann nächste Festlegung, alle Buchen, die jetzt hier, sagen wir, ob das noch Unterstand, Mittelstand oder wie so ein Zwischenstand ist, die schonen wir, lassen wir jetzt stehen, hier im unteren Bereich. Ne, Volkmar? Die Buchen alle Auf jeden komplett. Fall würde ich hier. Jetzt wäre die Frage zum wenig Beispiel noch. mit dieser kleinen Gurke, das kann man auch nicht bezeichnen als, Würde ich erstmal lassen. ja, Die Buche dort? die verstehen sich gut mit der Kiefer. Hat eher eine ökologische Funktion jetzt im Ja. Moment. Ein Solange, bisschen Windberuhigung auch noch hier drin. Ja. und die Frage ist ja auch, wie die Verjüngung, wenn welche kommt, muss ja auch erstmal eine Mast da sein bei der Buche, wie die sich entwickeln kann. Ist ja doch ein bisschen Druck da durchs Wild. So, jetzt nächste Sache, aber die haben auch schon mehr ökologische Funktionen hier mit den tiefgesetzten Zwiesel. Gut, die Diese Stückchen liegen ja schon an der weit. Grenze, ne? Ja. Hm? Die Ist ein bilden bisschen, ja so eine Grenze, das kann man nicht lassen. Oder? ist bisschen von dem Weg entfernt. Oder die Buche. Ja, wenn, dann würde ich hier eine wegnehmen. Wahrscheinlich die hier. Und Ja. die beiden würde ich erstmal noch wachsen lassen. Ja. Die ist ja doch schon ein bisschen mir mal die. abgedrängter. Ja. So, und hier an der Kante, Was sagst du zu der Kiefer? Die dicke hier? Habe ich auch schon überlegt. Ja. Mal gucken. Da hätte man davor noch die eine so ein bisschen als Schutz, ne? Die Buche dann am Ja. Rand. Die Fichte kommt dort weg. Ja, durchaus. Zielstark ist er auch. Das Problem ist nur, wo kann man sie hinfällen? Qualitativ hochwertig ist sie nicht mehr, wenn man sie sich so anguckt. Aber Hat schon eine ist ordentlich starke Holz Krümmung drin. auch. Ja, Stimmt. oh ja. Faulast. da ist schon Schwamm oben. Ja, ne? Ja, Platzt doch schon auf. Ja. Die Löcher sieht man von hier aus. Und dann hättest wenn, dann würde ich vielleicht Aber- doch lieber eher die auch wegnehmen hier. Die Kiefer dann. doch mit nur andere. ja, eine bleibt dann, ne? Äh, Ja, die bleibt. Die lassen wir stehen dann, die schwammige, wa? Ja, Und dafür die hier rausnehmen? hätte ich gedacht, Das kann er weg. Ja. Und dafür, ja. Ja. hochwertig Hast ist du die auch. Buche noch was Guck mal, getan? Die nächste lassen wir auch stehen. Genau. Hier ist so eine alte Problem Markierung. ist nur, Nee, ist jetzt neu. Ist frisch. das Problem ist nur die Technologie. Ja, habe ich gesagt jetzt. Wenn man die jetzt fällt, fällt die hier auf den Zaun. Ja, wie ist denn das Arbeitsverfahren?
Und wenn man sie hier, bitte? Motor manuell. Ja. Die haben zwar Schlepper Ja, dabei. man kann die zwar aufwendig vielleicht in den Bestand Könnte rein, es Umseilen. rüberziehen. aber hier Umseilen, fällt es auch in die Buchen rein. Also ich glaube, das hat nicht viel Sinn. Da drüben haut auch alles kaputt über den Weg. Ne? Das geht da. Ja, so. Nee, die hat, sag mal, die Zielstärke erreicht. Die können wir jetzt noch ernten und hat einigermaßen, bringt noch ein bisschen Geld. Weiß jetzt nicht. Hier war 100% irgendwie jachtliche Einrichtung. So kleinen Bock. Wir können wetten, wenn man Splittersuchgerät hat, dass hier Nägel sind drin. Ist was eingewachsen. Dann lassen wir stehen, Volkmar, da knallt er das über die Zäune. Ja, das ist schwierig jetzt. Okay. Ist auch so der Randbereich, wenn der jetzt hier ein bisschen... Genauso selbe Problem ist hier, die konnte man gut ernten, aber guck mal, sich die Fellrichtung komplett geht da Richtung Ja. Zaun. Ja? Ja. So, Ja, die Kiefern haben alle irgendwie schon... ja. Was. Die sind alle Die sind über 100, aber schön über 100. Guck mal, aber raus kann man das nehmen. ja. Die wird schon. Guck mal, wenn die knallt, dann nimmt er auch die Fichten alles komplett mit. Also die könnte man fällen. Voraussetzung wäre dann allerdings, dass man die schwächere Kiefer hier mitnimmt, denn die geht dabei auch krachen. Ja. So, und hier war schon irgendwie eine Da war schon mal eine Rückegasse oder irgendwas. Gasse Ne? oder irgendwie jemand hat Ein bisschen gerötet hier, umgezeichnet. man sieht das ja. Vielleicht Ich hätte das rausgenommen. Okay, Ja? dann. Und dann nehmen wir die Kiefer hier mit, Ja. zeichnest du mit aus. Ja. Hier hatten wir vorhin schon mal überlegt, ne? Hier. Weil die ja so dicht an der Ja. Ja, eigentlich. Ja, Buche hier steht. die Buche wird sich durchsetzen. Ne? Die schiebt eher die Krone der Kiefer vor sich her. Ja, Ja. die kriegt man auch gut gefällt. Würdest du rausnehmen, ja? Ja, dann haben wir hier zwar ein paar einzelne, aber das ist nicht so wild. Ja, und die Buche Aber führt schöne, das vielleicht schöne halt Struktur wieder. auch schon Ja. ein bisschen drunter. Ja. Würde ich mitnehmen. Ja. Gehen wir jetzt so, ja, bis zum Pool. Bisschen cool. Jens, hier haben sich mehrere Generationen von Rotwild bedient. Ich glaube auch, ne? Das ist Speisekammer so ein bisschen. Speisekammer. Also hier werden wir ja, wenn ich mir das so angucke, fast so kahlschlagsähnliche Verhältnisse kriegen hier vorne. Ja, naja gut, aber es ist Hier wird es sehr licht, ja. Und da frage ich mich, ob wir nicht, oder ob ihr nicht vielleicht hier sogar ein bisschen künstliche Verjüngung Ja. denkt. Ja. Hier könnte man ja fast eine Pflanzung mit Zäunung machen. Wenn man Einzelschutz macht oder so. Ein paar seltenere Baumarten, der Standort ist ja gut. Vielleicht nicht ein kompletter, aber wenn ich mir das hier so angucke, wenn die Fichte wegkommt, dann bleiben nur noch ein paar Kiefern und ein paar Buchen übrig. Naja, dann Einzelschutz halt. Das wird sich ja hier anbieten, ne? So, keine Ahnung. Mit Wolle gedacht, obendrauf gibt es ja noch. Ja, es gibt ja auch die Holzwuchshöhlen mittlerweile. Hier einfach Ja, Wuchshöhlen, 50 Pflanzen genau. hin, ne? Ja. Irgendwie sowas. Und dann könnte man auch ein paar seltenere Baumarten nehmen. Das ist hier Wanderweg, hier gehen viele lang. Also dass man auch so ein bisschen fürs Auge was macht, für die Ästhetik und Ja. auch für die Baumartenvielfalt. Also jetzt nicht ein Ahorn hier, würde ich jetzt nicht unbedingt hier einsetzen. aber Der gibt genug vielleicht hier. Elsbeere oder eine Vogelkirsche und so in dieser Richtung vielleicht mal ein Speierling oder irgendwas. Das ist auch jetzt, glaube ich, bei den neuen Förderungen ist das sogar auch festgelegt, dass die dürfen kein Plastik und sowas. Und wir haben noch eine zweite Sache. Wir sind ja PFC zertifiziert und PFC verlangt einen Nachweis für einen Einzelschutz, mehr oder weniger dann nachher für die Entsorgung. Also wenn man irgendwo Einzelschutz macht, man muss es nicht beantragen, man muss nur nachher nachweisen, dass man das auch wieder ordnungsgemäß entsorgt hat, diese Kunststoffhüllen. Ich würde mich so ein bisschen immer erstmal hier an der Buche orientieren. Ja. Hier sind denn meine Buchen und dann gucken, welche Kiefern würde ich hier am ehesten dann wegnehmen. Ja. Ja. Ich hatte die gesagt. Weil die mehrere Kronen bedrängen. Ja, mitten in den Buchen steht, ja. Was mir noch ein bisschen auffällt bei diesen Buchen hier ist, dass es doch einige gibt, wenn man weiter hinter guckt, die so relativ tiefe Zwiesel haben. Und das ist mit Sicherheit kein Verbiss mehr, sondern Nee, das nee. ist echt Genetisch. genetisch. Da oben ist der nächste. Ich habe das schon ein paar Mal
hier jetzt beobachtet, ist die Frage, wollen wir die fördern oder Raus. sind das eher Kandidaten, die wir rausnehmen? Denn wenn die sich weiter vererben, haben wir das wieder in der Verjüngung. Ja. So, Also das muss da weg. Da würde ich so mit gucken. Okay. Die besten Buchen würde ich so von den Kiefern ein bisschen befreien. So, hier lassen wir die Ecke praktisch nur abschneiden und auch nicht entasten. Alles komplett liegen lassen. Ja, wenn die dann runter sind, kann man das auch schön aufnehmen, dann ein bisschen vielleicht markieren dauerhaft. Ne, man sieht das erstmal. Ist die Frage, aber wahrscheinlich alle Fichten fallen sowieso in den Loch. Geht keine, die jetzt so fällt. Sie sollen gerne ins Loch fallen. Ja, und wenn dann auch hier so ein Mikado entsteht. Lassen. Ja, meinst du, es bleibt nicht mehr übrig ist? So, Ja, komm. wir müssen gucken, dass wir so ein bisschen auch dieses Mikroklima hier so ein bisschen erhalten. Der stört jetzt keinen. Selbst die Kiefer ist hinüber. Also hier können wir gar nichts auszeichnen. Nee. Das müssen wir alles so lassen. Hier können wir keinen Baum wegnehmen. So gut, die Fichte ist auch dann weg. Hier bleiben eigentlich nur die Buchen. Und ein paar wenige Kiefern, aber die sind auch schon abgängig. Die starke Kiefer ist da abgängig, die ist schon tot. Aber die Frage, die ich mir hier stelle, wenn ich mir den ganzen Ahorn angucke, der ist ja nicht gesichert. Ich habe hier nachher, wenn die ganze Fichte weg ist, riesen Kahlstellen hier drin, Blößen. Was man hier macht, jachtlich haben wir keinen Einfluss. Das ist abgefressen. Ich würde wieder. erst mal gucken, wie sich das hier entwickelt, wenn hier wesentlich mehr Licht an den Boden kommt. Wir haben ja noch ein paar Buchen, die eventuell ein bisschen zumachen werden. Ne? Die bleiben ja stehen. Hier steht ja auch so eine kleine, sowieso vorher. Also Die müssen wir auf jeden Fall lassen hier. ja, Die- das ist eine diese gute, kleinen, also ja. man hat hier genug Buchen zur Lichtsteuerung später, was die Verjüngung hier angeht. Es bleibt auch genug Material jetzt, trotz dass es trocken ist, von den Ästen, weißt du. Die haben auch so gewisse Schutzfunktion für die Naturverjüngung. Guck mal, wenn man jetzt die Fichten alle rausnimmt hier, was hier liegen bleibt von den Ästen, Ja. das schützt das schon ein bisschen. Ja, also ich würde auch noch abwarten. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also nicht überstürzen, aber Abwarten ist richtig ein forstlichen Ausdruck. Was haben wir unten ausgezeichnet von den Buchen? Haben wir ein bisschen paar? ein bisschen. Aber es ist noch wenig, sehr wenig. Industrieholz wird das ein bisschen. Und Weil wir müssen dann denken, dass wir mindestens, sagen wir so 25 Meter haben oder kein. was wir da unten ausgezeichnet haben, ist ja im Wesentlichen Industrieholz, die Buche. Ja. Und die kann in das In Nadel-Industrieholz MDF mit MDF. rein. Okay. Was war bei MDF? 7 cm, 8 cm Zopf? 7 ohne Rinde, glaube ich, ja. Ja. Dann haben wir quasi nur dann zwei Sortimente. Fichte, trockene Fichte und ein bisschen Buche. Und dann Ein bisschen Kiefer MDF. noch. Ja, Kiefer noch ein bisschen. Ja. Und MDF, Fichte, Kiefer und ein bisschen Buche. Ein bisschen kann man- LAS von der Kiefer. Ja, das ist die Frage, ob das noch packt zu Fichte. Aber nee, das war nicht gewünscht. Das muss er selber gucken dann. Ja. Okay. Hier ist echt Verjüngung, ist hier an der Tagesordnung. Und Hier muss man die vielleicht Frage, ob man künstlich nicht wirklich vielleicht was doch dazu rundherum den bringen. Zaun zieht. Vielleicht nicht ganz unten, das sind ne, 20 Meter rein, 40 Meter rein und dann hier, aber nach oben hin, ja, würde ich auch sagen. Hier oben kann man auch schön ein Rechteck zäunen. Oberhalb von diesem kleinen Wasserloch, Moor oder was es ist, nach oben. Also ich denke, kommt genug Licht, guck mal, wenn die Fichte ist ja- weg ist. ja, und wir wollen ja auch so ein bisschen in Richtung Strukturen gehen. Und wenn man jetzt mal, ist ja, man kann auch Struktur schaffen, indem man Vorrat, nicht unbedingt eine vertikale oder horizontale, sondern dass man auch über einen Vorrat eine Struktur schafft. Man hat halt hier mal einen Bereich, wo ein bisschen mehr Vorrat ist. Ist ja auch nicht so schlimm. Und ich finde es nicht so extrem dicht. Also da kenne ich dichtere Bestände. Okay. Und für die Gesamtstabilität des Bestandes weiß ich nicht. Man könnte ein bisschen so kleine chirurgische Eingriffe machen, so ein bisschen waldgärtnerisch was machen, aber ich wäre da jetzt im Moment vorsichtig. Hier ist offen. Hier sieht man schon überall auch in der Fläche die Vergrasung, die Kalamagrost ist da. Wenn wir jetzt noch mehr Licht schaffen, ist das ein kurzer Weg. Hier sieht man
auch typisch, dass es ein schöner rhythmischer Zwiesel ist. Der zwieselt hier unten, der zwieselt da wieder. Verjüngt sich aber im Moment noch nicht. Nee, das Würde ich auch noch nicht wegnehmen. Aber lass mal, der hat mindestens diese Füllfunktion. Guck mal, jetzt gucken wir erstmal die Gruppe hier. Das ist so eine typische Tätigkeit, die oft gemacht wurde, wenn man so schlechte Buchenqualitäten hat, dass der Zwiesel weggeschnitten wird. Ja. Bringt gar nichts. Wenn dann beide weg, denn die Fäule, die zieht hier unten rein. Ja. Grunde genommen, es gibt keinen Baum, der kein Zwiesel ist hier. Guck mal, 1, 2, 3, 4, Der hier ist in Ordnung. 5. Der hier, der zwieselt nicht. Aber nicht zu stark. Der ist, sagen wir mal, der zwieselt sehr weit oben. Welche meinst du, wo du jetzt bist? Ja. Ja. Aber der Ja. soll drin bleiben hier? Ja, der hat Doppelzwiesel unten und dann oben auch. Mich ärgert diesen Exemplar, ehrlich gesagt. Ja, wir können ja nicht alles rausnehmen. Nee. Dann haben wir wieder das Problem. Wäre Entscheidung Ja. hier und den. Da muss ich auch ein bisschen überlegen. Man kommt schnell in die Versuchung, zu viel rauszunehmen, weil sie halt alle von schlechter Qualität sind. Aber bei dem würde ich jetzt auch erstmal auf jeden Fall mitgehen. Hier, Ja, wegnehmen. ja, Ja. Und den lassen wir stehen hier. ja.